Eieiei, liebe Mobiliar. Nein, ich bin schon ein bisschen stolz gerade. Es ist einfach reingedrückt worden, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Das ist so ein Bullshit. Dann hätte man ein Rennvelo nehmen können. Das war eine der leichten Touren und wir sind jetzt fix und fertig, haben den ganzen Tag gebraucht. Wie jeden Morgen packen wir unsere 7 Sachen und das Kameraequipment. Dieses Mal nehmen wir uns vor, es die nächsten Tage gemütlicher anzugehen. Ab Richtung Le Chablais, einmal quer durchs Wallis. Ein lockerer Tag steht an. Bis Brieg ist es eine angenehme Fahrt. Nachher wird es langweilig und die Augustsonne brennt mit einer unglaublichen Kraft auf uns runter. Die Hitze, langweilig. Ich bin, noch nie in meinem Leben so in einem Tunnelblick gefahren. Und das habe ich dort etwa die Mal gehabt, dass einfach so gerade Straßen waren. Einfach trampet. Für Abwechslung auf dieser eher monotonen Tour haben kühle Brunnen, ein Badesee und der Niklas gesorgt. Der 18-Jährige reist mit Zelt, Schlafsack, Bergsachen etc. quer durch die Schweiz und will im Wallis noch einen 4000er besteigen. Insgesamt 28 Kilo Gepäck hängen an seinem Velo. Respekt. Aber du bist schon noch ein bisschen härter dabei mit dem Biobike und Bergsteigen und wir sind da mit dem Motor. Ja. Schon noch eine andere Klasse. Ja. Aber ich bin die letzten 2 Tage einfach nur hochgefahren. Unser Ziel, Le Chablais, gerade unter Verbier, ist noch 20 km und 400 Höhenmeter weg. Im Sinne von, wir müssen an unseren Touren etwas ändern, treffen wir eine Entscheidung, die so nicht angedacht war. Wenn wir jetzt hinterher fahren, dann gehen wir jetzt auf Martigny, essen dort etwas. Wir müssen mindestens eine Stunde warten, weil wir mit Akkus laden. Eher mehr. Und danach müssen wir noch hinterher fahren. Also es wird dunkel und gefährlich, das ist mal das eine. Vielleicht muss man einfach sagen, wir haben uns überschätzt. Das Wetter ist viel zu warm. 140 Kilometer oder so, die angesagt sind einfach zu hart. Akkus sind unten, von uns und vom Velo. Ich glaube, den Zug haben wir uns an unserem Ruhetag verdient. So langsam kennen wir unsere Grenzen. Aus der Easy Tour sind wegen unnötiger Umweg auch so 127 km und 1200 Höhenmeter geworden. Neuer Tag, neues Land. Grenzüberschreitung auf dem grossen St. Bernhard steht an. Ein wahrer Freudentag bei angenehmen Temperaturen im Nebel. Ja, das ist der 4. Tag. Wir werden heute die Grenze zu Italien überschreiten. Richtig geil, haben wir das schon mal so weit geschafft. Ja, Marius, und du musst noch Bike-Tausch machen, ist dir das bewusst? Ich muss noch ein bisschen Bike-Tausch machen, genau. Ich muss irgendwie noch ein bisschen mehr trampeln als der Manu heute. Weil die Community in der zweiten Challenge wollte, dass der Marius Bio-Velo fährt, halten wir Ausschau nach anderen Bikern. Kurz nach Start tauchen 2 Gestalten im Nebel auf. 2 Biker. Es sieht aus, als ob die ohne Motor wären. Vielleicht mein Glück. Ich muss mal fragen, ob jemand von denen Lust auf ein bisschen Motor hat. Ja, hat jemand von euch Lust auf ein bisschen Motor? Ja, unbedingt. Oh ja, Manu, ich glaube, du musst uns auch noch hergeben, Manu. Wir machen einen Double. Ich habe 2 Perlen auf meiner Stirn, sagen alles. Ich bin froh, sind die Sonne nicht auch noch. Aber ja, ist auch eine Erfahrung wieder mal. Fit und munter erreiche ich die SAC heute Goldimi. Der Marius braucht nach dieser Anstrengung zuerst mal noch ein bisschen Zucker, bevor es auf die Trails geht. Einen guten. Guten Mario. Und es ist so ein geiler Tag geworden. Mega coole Leute kennengelernt beim Auffahren. Und nachher der coole Trail, zwar viel Nebel, aber mega gut eingeteilt. Apropos cooler Trail. Auch ich hatte heute das erste Mal so richtig Freude beim Runterfahren. Oh, fuck, voll der Regen. Aber richtig schön, ne? Saugeil. Wenn du da mal seid, mit Gepäck, dass er sagt, der Trail ist saugeil. Ja. Du hast jetzt 4 Tage gebraucht. 4 Tage gebraucht. Ja! Holy. Gefährliche Wege tun unserer Stimmung keinen Abbruch. Es geht Richtung Italien und unsere Vorfreude steigt. Italia! Italia! Heute ist ein guter Tag. Die Trails waren lässig, ich hatte auch wieder mal Freude. Marius hat Freude, weil es jetzt gleich Richtung Italien geht. Pizza, Pasta, ciao! Nein, ich bin schon ein bisschen stolz gerade. Dann sind wir schon so weit. Wir haben schon gut die Hälfte der Strecke gemacht.
Heute läuft's. Bevor es Bier und Pizzas gibt, überraschen uns unsere Velotauschfreunde aus Österreich mit Chips. Wir haben uns schon ein bisschen gefragt, wo die Verpflegungsbösten die letzten Tage immer waren. Sehr geil! 2400 Meter. Ja, geil. Yes! Zum letzten Mal wird die Schweizer Fahne. Wir haben die Grenze zu Italien erreicht. Ein Meilenstein. Finally! Es ist vorher gelaufen, ich weiß auch nicht wieso, obwohl es jetzt glaube ich, auch schon wieder etwa 1600-1700 Höhenmeter waren, die wir gemacht haben. Also jeden anderen Tag war härter. Also wenn man auf der Karte schaut, haben wir schon über die Hälfte jetzt eigentlich gemacht. Und das ist eigentlich recht cool, recht beachtlich. Auch wenn es das mal keine Trails sind, ist es schon mal nice, so einen Pass Vollgas runterzurösten. Wir können so Gümmler also auch ein bisschen verstehen. Mit einem 70er und einem riesen Lachen im Gesicht überholen wir Autos und vernichten 2000 Höhenmeter. Der Gegensatz zu dem Supertag ist auch da. Wir kämpfen uns das mal nicht den Berg rauf, sondern durch die Menschenmenge in den engen Gassen. Wir haben Hunger und der Marius hat Probleme mit seinem Velo. Leider ist es wieder mal Abend um 9 Uhr und wir haben immer noch nichts im Bauch. Akkus sind nicht geladen. Und das grösste Problem, das der Marius hat. Das Velo läuft nicht. Der Marius hat nicht gut geschlafen. Die Gedanken an das Velo waren stärker als die Müdigkeit. Zum Glück hat sich das Problem gelöst, nachdem er alles einmal aus- und wieder eingesteckt hat. Problem behoben. Der nächste Schock kommt für den Marius am Busbahnhof. We would like to bring our bikes. Weil wir nicht die Hauptstrasse im Tal entlang fahren wollen, gehen wir heute über einen Pass, um weiter in den Süden zu kommen. Der Bus soll uns ein paar Höhenmeter ersparen. Veloträger wie in der Schweiz gibt es da nicht. Meins bringen wir gerade noch so rein. Am Marius ist eine Zangengeburt und zerrt an seinen Nerven. Es ist einfach reingedrückt worden, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und wenn man das Velo so selber zusammengebaut hat und selber lackiert hat, dann tut einem da fast ein bisschen weh. Der Marius war gar nicht gut drauf, weil er hat Angst hatte um sein Velo. In so einem Moment muss er einfach dann in Ruhe lassen. Am Velo hat es zum Glück nichts gemacht. Ein wunderschöner, aber strenger Aufstieg durch den Nationalpark Gran Paradiso und ein Gefluche auf den letzten 200 Höhenmeter folgt. Das ist mal ein Fuck. E-Bike den Berg aufstoßen. Endlich! Wir erreichen den höchsten Punkt dieser Reise. Ja. Die Passhöhe Fenêtre de Champocher liegt auf 2827 Meter über Meer. Nach einer letzten grossen Abfahrt kommen wir in die flache Po-Ebene. Strecke machen, leicht gemacht. Motor und ohne Hände am Steuer geht's in Richtung Süden. Um die Hitze und die Müdigkeitslöcher besser vertragen, haben wir uns Aufputschmittel und ab und zu ein Spiel mit Wetteinsatz gegönnt. Oh, Manu, Espresso? Espresso? Ja, eh. Hey, hast du das Velo gesehen, dort hinten auf dem Kreisel? Weißt du, wie viel machst du es? 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3. Yes, Manu! Trotz kilometerlangen Flächen finden wir den einen oder anderen richtig coolen Trail. Als Gepäck habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Es macht Spass und wir sind beide immer schneller unterwegs. Die Trails bieten super Tages-Highlights und Lowlights. Oh shit! Das hat nicht gut getönt. Aber ey, Gasse, willst du schon sitzen? Eieiei. Liebe Mobiliar. Und dann habe ich einfach gehört, wie es so gemacht hat. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Reise fertig.